gar nichts gerade. Ohne mein Team, ohne mein Team. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Follow Me Reports. Ich bin heute in Berlin mit dem Kommunikationsteam der Polizei unterwegs und wir sind auf einer AfD-Demo, aber vor allem gibt es auch viele Gegendemonstrationen und das Kommunikationsteam versucht, die Gegendemonstranten und die AfD-Demonstranten auseinanderzuhalten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen. Ob wir das schaffen und ob ich überhaupt AfD-Demonstranten schützen will, das sehen wir heute. Demonstrationen und Großveranstaltungen sind für die Polizei immer eine große Herausforderung. Und gerade in jüngster Zeit wird immer wieder über die erfolgreiche Arbeit der sogenannten Kommunikationsteams der Polizei berichtet. Genauso ein Team begleite ich heute mal in Action und dabei will ich wissen, wie stark sie wirklich auf die Situation einwirken können. So witzig, so ein breites Grinsen und lächle jeden an. Ich glaube, weil ich das automatisch mache im Leben. Keiner lächelt zurück. Keiner. Ich treffe jetzt auf Gruppenleiter Treptow und dann werde ich mal fragen, was das Kommunikationsteam genau macht. Hallo! Hallo, ich bin Aminata. Thomas Treptow von der Polizei Berlin. Sie sind Gruppenleiter des Kommunikationsteams, Ich bin der Verantwortliche für die Kommunikationsteams am heutigen Tage. Und werden wir sehen, was der Tag heute bringt. Okay. Was heißt es genau? Sie sind, also was machen Sie? Ich habe jetzt die Teams eingeteilt. Wir sind heute mit 9 Teams hier, um diese Demonstration zu betreuen. Aber grundsätzlich befinden wir uns im vorderen Teil der Demonstration. Und Sie haben gesagt, Sie haben die Gruppen jetzt eingeteilt. Wie sieht so eine Gruppe aus? Die Gruppe besteht immer aus 3 Mitarbeitenden bei uns. Grundsätzlich spricht ein Kollege. Ein Kollege ist für den Funk zuständig und ein Kollege ist auch für die Eigensicherung zuständig. Wir haben keine Schutzbewaffnung in dem Sinne. Hallo. Das ist der Kollege Arndt Meissner, bei der Kriminalpolizei tätig. Tag. Hallo. Das ist die Bülle Krause, im normalen polizeilichen Leben auf einem Polizeiabschnitt, im Straßenverkehrsbereich tätig. Wie ist denn da die Erwartungshaltung den Demonstranten gegenüber? Möchten Demonstrationsteilnehmer mit uns überhaupt nicht sprechen, werden wir uns diesen Personen auch nicht aufdrängen. Wir halten uns zurück. Es ist deren Veranstaltung, deren Demonstration. Unsere Vorabplanung ist, dass wir uns vor dem Aufzug der AfD bewegen werden, um vielleicht im Vorfeld schon zu erkennen, dass da an gewissen Stellen, ja, ich sage jetzt einfach mal, Gegendemonstranten sich aufhalten, vielleicht auch eine lustige Aktion machen oder eine Aktion machen, die vielleicht nicht so lustig ist. Haben Sie nicht auch Angst? Nee, ich glaube, Angst ist nicht dabei. Gesunder Respekt, ja, aber keine Angst. Haben Sie das Gefühl, dass die Wut dann manchmal an der Polizei ausgelassen wird? Ja, viele können es, denke ich, nicht unterscheiden, dass wir schützen die Versammlung und nicht einzelne Leute mit irgendwelchen einzelnen Gesinnungen, sondern die Versammlung an sich. Mit einer politischen Einstellung hat es mit uns als Polizist eben nichts zu tun. Und das verkennen, denke ich, schon viele, ja, und denken dann so, die Polizei läuft bei der AfD mit und die sind jetzt auch alle AfD-Mitglieder. Wir sind neutral als Polizisten und das ist auch gut so, so soll es auch sein. Wurden Sie schon mal verletzt im Kommunikationsteam oder ist schon mal etwas ganz Brenzliges passiert? Also man ist schon mal zwischen 2 Fronten geraten. So ohne Schutzkleidung war das schon ganz schön brenzlig. Ich musste zusehen, dass man da ganz schnell wegkommt, aber so richtig schlimm im KMT-Team, nein. Eine Weste kriege ich aber nicht heute, ne? Ist nicht erlaubt. Eine Weste dürfen Sie leider nicht tragen, außer Sie hätten ein einwöchiges Seminar besucht bei der Polizei. Sie tragen eine Schutzweste. Ja. Haben Sie mal was erlebt oder so und danach gesagt, ich trage jetzt nur noch eine Weste? Oder ist das einfach... Ich trage mittlerweile, wenn ich im Außendienst bin, im Dienst immer eine Schutzweste, weil ich da auch entsprechende Erlebnisse hatte, wo ich in Situationen reingegangen bin, wo ich dachte, es wird gar nichts passieren und am Ende hatte mein Gegenüber eine Waffe oder was auch immer, von daher. Ja. Ich bin mal gespannt, was gleich passieren wird, wie es dort aussehen wird, wie die Leute auf mich reagieren werden. Ohne mein Team, ohne mein Team. Hamburg, Berlin, West-Wien. Niemals ohne mein Team. So, ist schon ganz schön laut. Ja. Wir gehen jetzt direkt zur AfD-Demo, da wo sie startet, ne? Große Gruppen mit ganz vielen Deutschlandfahnen sind für mich absolut unangenehm. Und es ist so traurig, weil ich eine deutsche Frau bin und ich die deutsche, also es ist ja meine Flagge und es ist trotzdem nicht angenehm für mich. Warum schwenken die keine AfD-Fahnen? Gibt's doch auch. Ich bin hier gerade auf der Deutschlandflaggenseite und da drüben sind die Gegendemonstranten, die schreien Nazis raus. Kann ich hier jetzt aber nicht schreien, ich bin auf der falschen Seite, aber was man nicht alles macht, ne, für Follow Me Reports. Ich stehe hier zwischen den Deutschlandfahnen, aber eigentlich wäre ich da drüben.
Noch liegt hier die Spree zwischen den politischen Lagern, die sich schon lautstark die Meinung geigen. Der Demonstrationszug der AfD macht sie auf den Weg und kommt den Gegendemonstranten gleich viel näher. Mal sehen, wie das Aufeinandertreffen verläuft und ob wir an die Gegendemonstranten herankommen. Wir haben jetzt den Auftrag bekommen von unserer Befehlsstelle, dass wir uns zu dem Karlsplatz begeben sollen, weil da eine Vielzahl von Gegendemonstranten jetzt mittlerweile stehen. Irgendwann wird der Aufzug von der AfD auf diesen Block dort treffen. Wie spricht man die am besten an? Gibt es da irgendwie, dass man auf die Körperhaltung achtet vielleicht? Oder? Ja, einfach mal gucken, da reicht eigentlich das menschliche Auge, die menschliche Erfahrung, wie verhalten die Personen sich und dann spricht man halt einzelne Personen an. Kann auch sein, dass die mit uns gar nicht sprechen wollen, was heute naheliegend ist, aber dann ist es halt so, wir haben es versucht. Und dann ziehen wir uns also auch zurück und dann gibt es andere Polizeikräfte, die dann halt dazwischen stehen. Wen spricht man da jetzt genau an? Gibt es da bestimmte Da Personen? gibt es jetzt keine Handlungsweise, dass man sagt, wir suchen jetzt den Redelsführer oder so. Ja, müssen wir mal gucken, individuell. Zurzeit, wie Sie ja sehen, sind die ja da entspannt. Wird jetzt gleich ein bisschen lauter, wenn der Demonstrationszug sich nähert. Die AfD nähert sich dem Gegenprotest. Noch bevor mein Team mit den Gegendemonstranten sprechen kann, kommt es an den Absperrungen zu Tumulten. Die Polizei setzt sofort Pfefferspray ein. Alter, okay, Vorsicht, ich sag gar nichts gerade. So viel Kommunikation ist vorher jetzt nicht stattgefunden. Pfefferspray. Wir müssen darüber. Also, die AfD geht jetzt hier weiter. Wir wollen natürlich versuchen, die Veranstaltung hier zu stören, ist Ja. klar. Deswegen haben sie die Absperrgitter beiseite geschoben und versucht zu überwinden. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, jetzt hört Kommunikation auf und fängt. Ja, jetzt müssen normal andere polizeiliche Maßnahmen halt Ja. Ist dann halt so. Da muss man auch nicht traurig sein, dass es so ist. Ist dann halt so. Wir begeben uns jetzt Richtung Endplatz. Du stellst ja die spannende Frage, wie die Veranstaltungsteilnehmer von der Love Parade Ja. die auch ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Müssen wir mal schauen, was sich jetzt hier so am Endplatz entwickeln wird. Menschenrechte statt rechte Menschen steht da drauf. Dem werde ich aus Brügel angelächelt. Heute zeigt Berlin die ganze Solidarität und die ganze Vielfalt. Ich bin total froh, dass wir heute mit über 20.000 Leuten hier gegen die AfD demonstrieren. Wir haben versucht, auf die Route zu kommen, aber wir sind hier ohne Gewaltzeichen gebunden, aber sehr laut und entschlossen in Protest. Ich stehe mittendrin und es ist so krass. Ich habe Angst, dahin zu gehen. Kann nicht drauf klarkommen. Die Leute kippen um, weil es so heiß ist. Was hast du jetzt gerade mit denen besprochen? Ja, der Herr hat sich bedankt dafür, dass sie so weit mit ihrem Aufzug gekommen sind und wir letztendlich hier ein bisschen für Ruhe sorgen und einfach da sind. Ich habe gehört, Sie sind ein ganz hohes Tier von der AfD. Ja, hohe Tiere gibt es bei uns nicht. Wir sind alle gewählt. Ich bin der stellvertretende Landesvorsitzende von Brandenburg, der Freiherr von Lützow. Und wie viele Demonstranten sind heute hier? Man hat ja irgendwie 10.000 angemeldet. Also wir sind mehr als 2015, da waren wir 7.500. Also ich schätze auch so 10.000 werden es sein. Also das sind ja gewiss keine 10.000. Also das sind ja keine 10.000. Also ich schätze, es sind mehr gewesen als 7.500. Vielleicht sind es 8, vielleicht sind es 9, ich weiß es nicht. Die deutsche Flagge ist ja auch meine Flagge und ist ja mein Land auch. Und ich sehe überall nur deutsche Flaggen, aber gar keine AfD-Fahnen. Warum hat jeder die deutsche Flagge und nicht eine AfD-Flagge? Das Motto der Demonstration heute ist Zukunft Deutschland. Okay. Ja, es geht um die Zukunft von Deutschland. Und Deutschland ist das Land, wo wir alle leben.
Ja, sie haben sich integriert, die sprechen gut Deutsch, also sie sprechen perfekt Deutsch, wahrscheinlich besser wie ich. Und, bin in Schleswig-Holstein geboren. Genau das erkennen wir an. So, ja. So, jetzt habe ich mit einigen Leuten gesprochen von beiden Seiten. Der Landesvorsitzende der AfD hat mir ja noch das Kompliment gemacht, dass mein Deutsch recht gut sei. Und jetzt gehe ich mal zum Kommunikationsteam und gucke, was die machen. Mit wie vielen Leuten haben Sie jetzt schon gesprochen ungefähr? Oder? So viele waren es heute noch nicht. Ihr wart ja dabei, es war ein bisschen problematisch. Es waren ja hauptsächlich Absperrungen. Jetzt hatten wir teilweise mit den Versammlungsteilnehmern von der AfD gesprochen, dass die dann nicht weiter provozieren, auch in Richtung der Gegendemonstranten. Witzig eigentlich, wenn man die Leute mal anguckt, ne? Manche sind zwischen so richtig, wo du siehst, okay, ihr Nazis, ne? Und dann sind da Leute, so ganz normale Omis und nette Tanten. Ja. Danke, Polizei. Die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor ist vorbei. Die AfD zieht ab. Auch Redner Alexander Gauland verlässt unter Buhrufen die Veranstaltung. Mein Team hat mit den Gegendemonstranten nicht wirklich viel gesprochen. Da muss ich nochmal nachhaken. Zu Gewaltexzessen wie bei G20 kam es trotzdem nicht. Also ich hätte gedacht, wir reden mehr. War heute nicht möglich. Das waren ja heute auch keine Einzelaktionen von irgendwelchen einzelnen Leuten. Wir sind da im geschlossenen Block gekommen. Auch da wenig Chance. Polizeigewalt ist ja auch immer wieder ein Thema. Sind Sie der Meinung, dass man durch Kommunikationsteams weniger Polizeigewalt hat? Ja, man hofft natürlich, dass wir einen großen Teil dazu beitragen, dass die Gewalt auf beiden Seiten nicht eskaliert. Ja. Ist es auch so, dass Sie manchmal auch quasi auf Kollegen wirken müssen und die beruhigen müssen? Das ist doch nicht unsere Tätigkeit. Die haben ihre eigenen Vorgesetzten und macht doch keiner. Also klar gibt es immer mal irgendeine Situation, die vielleicht nicht passt, das mag sein. Das ist ja unsere Aufgabe, jetzt hier auf einen Kollegen hier einzuwirken. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei G20 hatte sich ein Mitglied des Berliner Kommunikationsteams zu Wort gemeldet. Er war in Hamburg dabei und kritisierte das Vorgehen der Kollegen heftig. Bis zum nächsten. Schönen Feierabend. So, hier sieht man jetzt den gesamten Nationalstolz. Für den Moment wohl sehr aussagekräftig, aber wenn die Party vorbei ist, kann die Flagge dann auch weg. Wo eben noch die Deutschlandfahnen geschwungen wurden und die AfDler standen, singen und tanzen jetzt die Gegendemonstranten. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt hier sehr wohl, kann auch direkt hier so stehen bleiben, denn ich bin auch fertig mit meiner Arbeit beim Kommunikationsteam. Muss aber auch sagen, dass ich heute, wir haben nicht so viel kommuniziert, wie ich dachte. Lag aber auch daran, dass es in dem Sinne gar nicht so möglich war. Das haben wir uns ja auch erklärt. Wir haben mit Sitzblockaden gerechnet und damit, dass wir die Menschen direkt ansprechen können. Das war jetzt nicht so, aber es waren ja auch zudem keine großen Ausschreitungen. Also ich habe selbst Pfefferspray abbekommen und ich habe auch einen Stein fliegen sehen. Aber im Großen und Ganzen war das wohl ein erfolgreicher Tag fürs Kommunikationsteam. Und ja, ich muss sagen, man hat schon auf jeden Fall auch die Spannung und Stimmung gemerkt, sind immer geguckt und waren angespannt. Und generell zwischen den beiden Fronten zu stehen, war eine krasse Erfahrung für mich, muss ich nicht nochmal machen. Und ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie das für euch wäre, zwischen beiden Fronten zu stehen und da versuchen, irgendwie irgendwas zu schlichten. Verrückt, oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, hier gibt es eine weitere Folge von Follow Me Reports. Dort gibt es weitere Beiträge aus dem Funknetzwerk und dort könnt ihr unseren Channel abonnieren.